der Wildnis wand sich eine Wildkatze, die mit ihren Vorderpfoten in einer Eisenfalle gefangen war und deren Krallen unter entsetzlichen Schmerzen in den Boden gruben. Der Mann, der in der Nähe arbeitete, blickte überrascht auf, ließ schnell die Werkzeuge in seiner Hand fallen und eilte in die Richtung, aus der das Geräusch kam. Als er sah, wie die Wildkatze zappelte, wurde ihm klar, dass er sich ihr nicht direkt nähern konnte, da er sonst angegriffen würde. Er nahm einen großen Schild aus dem Wagen, legte ihn vorsichtig zwischen sich und das Tier und tröstete es mit sanfter Stimme. Obwohl er vorsichtig war, hatte er Schwierigkeiten, die Katze ruhig zu halten, damit er die Falle entfernen konnte. Die Eisendrähte hatten sich in seine Beine gefressen und konnten mit bloßen Händen nicht entfernt werden. Er versuchte, die Falle zu lösen, damit das Tier sein Bein herausziehen konnte, aber ein Stück Draht blieb in seinen Klauen stecken. Als ihm klar wurde, dass er das Problem nicht sofort lösen konnte, beschloss er, zum Tierarzt zu gehen. Die Fahrt ins Krankenhaus war nicht einfach. Die Wildkatze hatte so starke Schmerzen und war so in Panik, dass sie ununterbrochen knurrte und sich manchmal wehrte, als ob sie zu fliehen versuchte. Bei der Ankunft untersuchten die Ärzte sofort die Wunde und mussten das Tier betäuben, damit sie den restlichen Draht entfernen konnten, ohne ihm weitere Schmerzen zuzufügen. Nach sorgfältiger Behandlung bestätigte der Arzt, dass sein Bein noch vollständig genesen könne. Die Wildkatze dürfte das Krankenhaus verlassen, doch als sie wieder nach Hause kam, lag sie einfach nur regungslos da, und ihre Augen waren trüb vor Schmerzen, die noch nicht abgeklungen waren. Der Mann saß jeden Tag geduldig neben ihm, fütterte es und wechselte seine Verbände. Es dauerte eine Weile, bis es anfing, sich zu bewegen, und dann allmählich hinkte, bis es aufstehen konnte. Nachdem sie sich erholt hatte, stand die Wildkatze nicht nur auf, sondern rannte auch im Haus umher, als wäre sie nie verletzt worden. Es klammert sich auf seltsame Weise an Menschen und streckt seine Vorderbeine aus, um jeden zu umarmen, den es trifft. Das Seltsamste war, wie sie den Hund im Haus behandelte. Normalerweise mögen sich Katzen und Hunde nicht, aber diese Wildkatze sprang den Hund ständig an. Nicht nur diesem Freund gegenüber scheint sich die Wildkatze allen Menschen und Tieren im Haus zu öffnen. Niemand kann ihren Fängen entkommen, eine einst wilde Wildkatze ist nun die verschmutzteste im ganzen Haus. Doch die Zeiten, in denen es so klein war, dass man es in den Armen halten konnte, sind vorbei, mittlerweile kann es niemand mehr halten. Es war so schwer, dass selbst das leichte Anheben Schmerzen im ganzen Körper verursachte. Jedes Mal, wenn ich es herausnehmen möchte, um mit der Familie zu spielen, muss ich mir mühevoll die Mühe machen, einen Weg dafür zu finden. Schließlich beschlossen sie, eigens dafür einen speziellen Kinderwagen zu kaufen. Der Anblick einer großen Wildkatze, die majestätisch auf einem Karren saß und stolz um sich blickte, veranlasste alle Vorbeigehenden, sich nach ihr umzudrehen. Für die Familie war es jedoch immer noch nur eine kleine Katze, die sie gerettet hatten. Lieber Freund, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, der Geschichte zu folgen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns zu unterstützen.